Eigentlich wollten wir hier gar nicht anhalten. Regen war angesagt und wir sind nur zufällig vorbeigefahren. Doch dieser Rastplatz hat uns sofort zum Anhalten gebracht. Überall lag Müll und zwischen dem ganzen Chaos liefen mehrere Hunde herum. In diesem Moment war klar, einfach weiterfahren ist keine Option. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir sind aktuell in Griechenland unterwegs und als wir diesen Rastplatz gesehen haben, haben wir spontan angehalten und sind ausgestiegen. Und erst da haben wir gemerkt, wie schlimm es hier wirklich ist. Manche werden es sich jetzt vielleicht schon denken. Wir haben uns entschieden, diesen Platz, so gut es geht, aufzuräumen. Wir werden jetzt hier noch schnell aufräumen. Das Wetter wird ziemlich ungemütlich. Der Wind kommt so langsam, es wird wieder kalt und heute soll es auch noch regnen. Uns ist klar, dass wir nicht alles hier sauber machen können. Das soll auch nicht der Sinn und Zweck sein. Wir wollen einfach anfangen, wir wollen einfach was machen. Es muss nicht perfekt sein, es muss einfach etwas gemacht werden. Natürlich ist es irgendwo in Bangladesch, Indien oder sonst wo auf der Welt immer noch dreckig und noch viel dreckiger. Aber hier, für die Hunde, die hier leben, ist es angenehmer. Und die Natur hier kann sich zumindest ein kleines bisschen erholen dadurch. Also, let's start, bevor es regnet. Wo fangen wir an? Hier hat tatsächlich jemand eine Höhle gebaut, wahrscheinlich für den kleinen Welpen hier. Die lassen wir natürlich hier stehen und pimpen die gleich noch ein bisschen auf. Das Plastik, was hier liegt, ist anscheinend zur Isolierung für den Boden, damit es nicht so nass wird am Bäuchlein. Deswegen lassen wir das mal so, wie es war. Auch wenn es Plastik ist, hat es da zumindest mal noch eine Verwendung.
Während wir den Müll einsammelten, kam eine Dame vorbei, die die Hunde mit Trockenfutter fütterte. Ich habe sie angesprochen und sie erzählte, dass sie sich mit einer weiteren Frau abwechselt, sodass jeden Tag jemand hier auf dem Parkplatz ist und sich um die Hunde kümmert. Leider hatte sie kaum Zeit, da sie noch auf dem Weg war zu anderen Futterstellen. Wir wissen natürlich selber nicht, wo dieser Müll hinkommt, nachdem wir das ganze Zeug in der Mülltonne versenkt haben. Vielleicht wird es irgendwo auf einer Mülldeponie ausgeladen und der Wind treibt es wieder in die Natur rein. Wir wissen es nicht. Aber vielleicht wird es auch verbrannt oder sonst irgendwie recycelt oder so. Aber allein die Tatsache, dass wir das hier da reinmachen, ist zumindest eine Chance, dass der Müll ordentlich verwendet wird. Und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wir haben jede Menge Müll entsorgt. Ganz viele Knochen gefunden, die wir als Kauartikel erstmal dort liegen gelassen haben. Die Hunde haben sich danach super wohl gefühlt und ich glaube, sie genießen den Platz ohne Müll. Was denkt ihr? Mich sieht man jetzt wahrscheinlich kaum, weil es schon so dunkel ist. Es ist auch schon ziemlich am Nachmittag. Es fängt jeden Moment an zu regnen, es donnert auch schon, aber ein paar Dinge wollte ich noch gesagt haben. So ein Rastplatz wie hier ist natürlich wie ein Buffet für die Straßenhunde. Wenn hier die Einheimischen vorbeifahren oder Reisende oder speziell auch Menschen, die die Hunde füttern. Das Füttern an sich ist für die Tiere natürlich sehr gut. Die werden nicht verhungern. Wir haben hier frisches Wasser, da wird aufgepasst. Aber das Füttern ist natürlich nur kurzfristig sinnvoll. Langfristig müssten die Hunde wirklich alle kastriert werden, damit einfach nicht noch mehr Straßenhunde produziert werden, sage ich jetzt mal. Zum Glück haben die Hunde hier auch das Dach zur Verfügung, damit die nicht nass werden müssen. Gell, kleines Mäuschen, du. Ja, die Hunde, die spielen aktuell noch ganz fleißig. Der trägt einen Schädel rum. Ihr seht, es ist nicht nur für die Natur sinnvoll aufzuräumen, sondern auch für die Tiere selber. Wir müssen jetzt leider abbrechen. Das Gewitter kommt immer näher und ihr seht, es regnet auch schon. Wir werden jetzt also, obwohl wir noch nicht fertig sind, weiterfahren. Das Ziel ist ja, aufzuräumen. Das haben wir gemacht. Natürlich ist nicht alles blitzblank sauber. Es liegt immer noch Unmengen Müll herum. Aber wir haben angefangen und das ist wichtig. Und während Henry langsam verschwindet, verabschieden wir uns von diesem Video. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zusehen, wie wir etwas für die Natur und die Hunde vor Ort getan haben. Nächstes Video wird es ganz spannend. Wir haben nämlich jemanden getroffen, der wirklich tagtäglich alles für Hunde gibt. Sie hat uns Orte gezeigt, wo so viele Straßenhunde wohnen. Seid gespannt!